Herzlich willkommen, Heidi, bei Chronisch Ehrlich. So schön, dass ich dich interviewen darf und dass du mit uns deine Geschichte teilst. Willst du kurz zu Beginn einfach mal noch ein paar Dinge über dich erzählen, dass auch einfach die Zuschauer wissen, wer sie da vor sich haben? Ja, super. Vielen Dank, Priscilla, für die Einladung. Gerne kurz was über mich. Ich bin 41 Jahre alt, bin Mama von 2 Kindern, 7 und 4. Auch noch Hundemama, 2 Meerschweinchen. Arbeite im E-Commerce schon ganz lang den Rest erläutere ich ja nachher noch. Genau, bin dann so vor 1 bis 2 Jahren doch dann erkrankt, was ich mir ganz lange, glaube ich, nicht habe zugestehen wollen oder eingestehen wollen. Genau, und jetzt geht es aber schon viel besser und da können wir ja nachher auch noch mal drüber reden, wie das so entstanden ist. Ja, genau, weil darum geht es ja heute, dass du uns in deine Krankheitsgeschichte mit hineinnimmst. Und es ist so, wie du es gerade vorhin angesprochen hast, man hat irgendwie über Jahre schon irgendwelche Beschwerden, aber man lernt halt damit zu leben und die zu überleben oder die zu übergehen, bis sie einen halt einholen und man dann wirklich in dieser Realität landet. Aber gehen wir zurück in diese ersten Symptome. Was waren so deine ersten Beschwerden, wo, wenn du jetzt zurückdenkst, du schon sagst, okay, da hat schon irgendwas nicht gestummt oder sagt man gestimmt? Ja. Da stimmte etwas nicht. Ja. Genau. Ja. Genau. Also ich glaube, jetzt natürlich so rückblickend, auch mit der Information, die ich mittlerweile auch habe, hat es natürlich schon irgendwo in der Kindheit angefangen. Ich hatte ganz oft Bronchitis, habe natürlich auch immer schon Antibiotika dagegen bekommen und hatte auch schon immer Probleme mit der Milch, also habe schon immer eine Laktoseintoleranz gehabt. Aber ich würde sagen, das waren jetzt so Sachen, mit denen man natürlich irgendwie leben konnte. Da habe ich mir auch nie was dabei gedacht. So richtig, glaube ich, für mich wahrgenommen habe ich, dass sich was verändert mit der ersten Schwangerschaft. Da war es bei mir so, dass ich dann auf einmal eine Allergie entwickelt habe gegen oder Heuschnupfen, aber schon wirklich so eine massive. Also ich musste dann auch immer Cortison nehmen, weil ich sehr starke Atembeschwerden hatte. Also das ging immer auf die Lunge. Und das kannte ich halt vorher gar nicht. Also ich habe vorher noch überhaupt keine Allergie gehabt. Hatte auch nach der Geburt auch immer mit der Schöpfung zu kämpfen, aber du denkst dir ja da am Anfang auch nichts. Du denkst, das ist halt normal. Das Kind hat auch viel geschrien, ist auch mit 3 Monaten schon das erste Mal krank geworden. Also das war jetzt für mich irgendwie so, naja, so läuft's halt. Dann hatte ich auch immer wieder Halsentzündungen, also einfach so hier im Hals, ganz starke Halsschmerzen, also nicht wie bei einer Erkältung, sondern wirklich so wie Feuer im Hals. Habe da halt auch immer wieder Antibiotika dagegen bekommen. Also es hat auch nie jemand geforscht, was ist denn die Ursache oder wo kommt es denn immer her. Und das habe ich so 3, 4 Mal im Jahr gehabt. 2016 ist dann mein zweites Kind, mein Sohn, auf die Welt gekommen. Und das war dann wirklich auch nochmal so ein Turnaround. Also da ist es, finde ich, merklich schlechter geworden. Also ich hatte zum Beispiel auch nach der zweiten Geburt extreme Blutungen, also ganz starke Menstruation. Das war auch dann wirklich immer so, die ersten 2, 3 Tage konnte ich kaum aufstehen. Also es war wirklich super extrem. Also wenn ich so detaillierter werden darf, weil das vielleicht auch anderen Frauen hilft. Also ich musste wirklich so jede Stunde einen super Tampon, also wirklich das dickste, was es gibt, plus Binde musste ich wechseln, weil es sonst durchgegangen ist. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sagte, so, das ist überhaupt nicht mehr normal, das ist viel zu viel. Also das war so eine Ding, die sehr schnell eingetreten ist. Und warst du da mit dem Problem dann bei der Gynäkologin oder wo hast du dir da Hilfe gesucht? Ich bin dann auch zum Gynäkologen und habe das untersuchen lassen und habe halt gemeint, so, dass ich da halt wirklich drunter leide, weil es auch so war, dass ich halt kaum aufstehen konnte die ersten 2, 3 Tage, weil ich so geschwächt war von dem Blutverlust. Und er meinte, ja, das kann halt manchmal sein bei manchen Frauen, die sehr, wie hat er das genannt, die sehr viele Hormone haben und eigentlich will mein Körper noch mehr Babys produzieren und deswegen ist er halt total auf Babys eingestellt. Ja, also so ein
Schwachsinn eigentlich. Ja, weil da Und möchte ich auch gleich einhängen. Das ja, haben wir ja schon mal, wir kennen uns ja jetzt schon länger ja, und da haben wir beide gemerkt, dass es bei uns beiden genauso lief. Also ich auch nach der ja, Schwangerschaft oder nach der Geburt meines zweiten Kindes ja, hatte ich auch diese starken Blutungen und man kommt sich echt richtig doof vor. Und ich arbeite mit diesen Cups. Und mhm, deswegen wusste ich auch ganz genau auf den Millimeter genau, wie viel Blut ich verliere. Und ich mhm, habe diese Cups ja, 8-mal vollgeblutet. Und normal wäre vielleicht wow, mhm, 2,5 oder so. Also das ja, ist genau, richtig viel Blut, was man verliert. Und bei mir hat dann die Gynäkologin gemeint, ja Mai, das ist ganz unterschiedlich. Die einen bluten stark und die anderen ja, weniger stark. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe schon eine Eisenanämie entwickelt. ja, Das heißt, ja, also irgendwas stimmt da nicht. Mein Körper kann sich ja, nicht regulieren. Also super spannend, ja, weil der Körper, der ist ja so intelligent, der hat ja einen Plan. Der wollte ja ja, irgendwas reinigen, aber ja. ja, da Hat keine es Antwort zu irgendwie genau nicht bekommen. mehr geschafft. Also ja, das ist echt krass, dass es bei dir auch so war. Ich finde es halt auch irgendwie schlimm, dass die Ärzte da halt auch gar nicht richtig hinhören oder was auch gar nicht nachforschen. Was kann es denn für eine Ursache haben? Oder zum Beispiel, mir hat da auch keiner Blut abgenommen, zu gucken, wie sind denn die Werte oder irgendwas. Weil du selber merkst ja auch, du weißt ja, wie deine Blutungen vorher waren, vor den Geburten und wie das halt danach ist. Und ich hatte die teilweise auch bis 14 Tage. Also kein Mensch hat 2 Wochen eine Menstruation. Und ja, ich habe mich damals auch dann entschlossen, meine Gebärmutter veröden zu lassen, weil ich halt damit überhaupt nicht mehr umgehen konnte. Also weil das war einfach so krass, dass ich halt teilweise dachte, ich kann jetzt nicht in die Arbeit gehen. Und klar geht es mir jetzt damit gut, aber ist natürlich auch wieder ein Eingriff in deinen Ablauf, wo ich jetzt im Nachhinein denke, vielleicht hätte ich die Informationen damals gehabt, die ich heute habe, hätte ich das, glaube ich, nicht machen lassen und hätte gewartet, dass mein Körper sich einfach alleine wieder heilen kann. Und natürlich zum Beispiel durch diesen Eingriff ist auch klar, dass ich keine Kinder mehr bekommen habe oder kann. In meinem Fall ist das für mich in Ordnung, weil ich 2 gesunde Kinder habe, aber ist vielleicht für eine andere Frau einfach ein ganz anderes Thema. Ja. Und ja, also das sind so Sachen, die halt sehr schade sind, dass die Schulmedizin da nicht weiter dran arbeitet. Genau, dann kam für mich so Herbst 2018. Da kam dann sozusagen noch zusätzlich, also ich hatte schon immer ein Reizdarmsyndrom, das ist mir auch schon früh diagnostiziert worden. Damit konnte ich aber relativ gut umgehen, würde ich sagen. Ich wusste halt so, ja, Zwiebel, Knoblauch geht alles nicht, das verträgst du nicht. Dann war es aber so, dass ich wirklich, egal was ich gegessen habe, ich habe einfach gar nichts mehr vertragen. Also ich hatte immer einen aufgeblähten Bauch, also wirklich so, wie im 6. Monat. Das Ja. war immer aus in der Früh total flach Ja. und im Laufe des Tages und abends, mein Mann hat immer gesagt, was, wie siehst du aus? Das gibt's doch gar nicht. Und das war halt, also neben natürlich dem optischen Faktor, dass es nicht schön ist, Ja. war es aber auch schmerzhaft. Also das Ja. drückt halt die ganze Zeit. Und bei mir war es halt auch so, also das war dieser Leaky Gut, dass halt auch immer die Ammoniakgase austreten. Und es war so, dass ich irgendwann überhaupt nirgendwo mehr hingehen konnte. Ab 4 Uhr wusste ich, kann mein Körper gar nichts mehr handeln, dann kann ich es auch nicht mehr unterdrücken. Ähm, und ich hatte dann schon immer super Angst, was esse ich denn jetzt? Was macht es schlimmer? Was macht es weniger schlimm? Wo du dann schon echt so total verrückt wirst aufs Essen, weil du immer denkst so, oh Gott, löst das schon wieder was aus oder was habe ich gegessen? Was war's? Du fängst dann an, dauernd drüber nachzudenken. Und Ja. das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Klar, man nimmt dann Filetfax und alles Mögliche, aber das ist ja auch nicht die Lösung. Und es ist dann immer schlimmer geworden, bis ich irgendwann so ein tumorartiges Ding in meinem Bauch gefühlt habe. Und dann habe ich natürlich zuerst so ja, ein bisschen erschrocken, dachte aber, okay, vielleicht bilde ich es mir auch einfach nur ein. Habe dann meinen Mann gefragt, ob er das auch fühlt. Der konnte es auch fühlen. Dann bin ich halt los zum Hausarzt. Der hat es auch gefühlt. Dann hatte ich halt so einen Bescheid, tumorartiges Gewebe oder Auftreten im Bauchraum. Habe alle möglichen Untersuchungen machen lassen, beim Internisten in die Röhre etc. Sie konnten nichts finden.
keiner konnte sich erklären, was das genau ist. Und dann hatte ich da auch wirklich so ein sehr schönes Erlebnis mit dieser Internistin. Sie meint halt dann so, ja, jetzt nehmen Sie halt mal 4 Wochen Iberogast und dann wird sich das schon beruhigen. Und dann meine ich so, ja, aber ich kann doch jetzt nicht 4 Wochen Iberogast mehr einfach immer reinziehen und also ich meinte, das muss doch irgendwie behandelt werden. Hat sie gemeint, ja, Sie haben halt ein Reizdarmsyndrom, damit müssen Sie jetzt leben. Und ich so, okay, also es war irgendwie schon echt total surreal. Und ich kam mir auch also total alleingelassen vor. Bei derselben Ärztin, also die hatte dann auch festgestellt, dass ich Knoten in der Schilddrüse entwickelt hatte. Ich hatte also auch 2 Knoten, hatte dazu auch immer aber mit diesen Symptomen, die waren für mich direkt lächerlich neben dem anderen. Also ich hatte zum Beispiel immer kalte Füße oder kribbelige Füße, konnte auch ganz oft nicht schlafen, weil irgendwie meine Beine ganz komisch waren, hatte ganz starke Schmerzen hier in der rechten Schulter, die bis runter gestrahlt haben. Dann kam irgendwann der Schwindel dazu und der war für mich auch wirklich ganz schlimm, weil das hat mir einfach Angst gemacht, muss ich echt jetzt sagen. Weil das ist ja nicht wie, keine Ahnung, du drehst dich als Kind ganz oft im Kreis, bis du halt so ein bisschen schwindelig wirst, sondern das war jeden Tag nach dem Schlafen, nach dem Aufstehen, war ich wie in so einem Dämmerding irgendwie. Ich konnte teilweise gar nicht richtig laufen, wie wenn ich so auf Wolken laufen würde. Dann hatte ich extreme Konzentrationsschwierigkeiten. Konnte zum Teil auch ganz einfache Wörter überhaupt nicht schreiben, Die wo ich sind echt überlegt einfach habe, so weg, gell? schreibt man jetzt und mit D oder T oder, also das war, und ich meine, wenn du jetzt also dein Alltag, jetzt sage ich mal daheim, ein bisschen Haushalt, okay, aber wenn du halt wirklich arbeiten gehst und da halt auch deine Leistung gefordert wird und du halt dich da so benebelt bist, also das war für mich echt schlimm. Und ich hatte auch einmal eine Situation, wo ich mit dem Auto gefahren bin und schon gemerkt habe, boah, heute ist es irgendwie super schlimm. Und wäre halt beinahe auf eine Kreuzung drauf gefahren, wo ein Bus kam und der hat mich dann mega angehupt und ich stand echt im Auto und dachte so, boah, Kacke, ich, ich kann einfach gar nichts dafür. Ich kann mich einfach gerade nicht konzentrieren. Und da dachte ich halt auch echt an so Leute, die halt Alzheimer entwickeln. So habe ich mir das vorgestellt. Also so, wenn du irgendwie merkst, es stimmt was nicht, aber du kannst es gar nicht richtig in Worte fassen und du weißt ja auch gar nicht, zu wem gehst du denn jetzt und fragst den, was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Genau. Und ja, das war also echt ätzend. Und dann habe ich ja auch gemerkt, dass ich, egal wie viel ich schlafe, dass ich immer erschöpft bin. Also wirklich immer. Da waren nämlich die Weihnachtsferien und da waren wir eigentlich nur zu Hause. Also ich konnte echt mich ausruhen und ich war trotzdem immer müde. Also immer so 2 Stunden wach, boah, ich muss mich schon wieder hinlegen, ich bin so fertig. Ja, und das war dann so der Punkt, wo ich echt dachte, boah, ey, ich flippe aus, also irgendwas stimmt nicht. Und dann hatte ich aber großes Glück. Dann waren wir in Hamburg und haben Freunde von uns besucht. Und ich habe dort eine ganz liebe Freundin, der habe ich dann so ein bisschen davon erzählt. Ich meinte so, oh Mensch, ey, mein Darm und ich weiß gar nicht, irgendwie, ich drehe voll durch. Dann meint sie, du hast bestimmt zu wenig Magensäure. Und ich so, zu wenig Magensäure, okay, es kommt mir jetzt komisch vor. Dann hat sie gemeint, du liest dir mal die Bücher durch, die ernährt sich nämlich selber nach Anthony William und meinte so, liest dir das mal durch, ich glaube, das könnte dir helfen. Und das war das orangene Buch mit den Lebensmitteln drauf. Ich vergesse immer, wie das heißt. Irgendwie Medical Food. Ja. Genau. Damit habe ich dann gestartet und dann habe ich das so durchgelesen. Und dann war das wirklich für mich so wie ein Groschenfeld. Ich habe echt gedacht, so, boah, das ist der Hammer. Also das erklärt es auch irgendwie. Und dann kam mir nämlich was in den Sinn. Wo ich bei dieser Ärztin war, die die Knoten auch festgestellt hatte, da hatten sie mein Blut getestet, war alles okay. Und ganz unten stand dann Epstein-Barr und da stand positiv. Ah. Und ich weiß so, ich habe sie gefragt, so, was ist denn das? Weil ich kannte Epstein-Barr nicht, das hat mir überhaupt nichts gesagt. Und dann hat sie gemeint, ach, das ist völlig uninteressant, das haben fast alle. Und das macht nichts.
Und ich so, okay, weil damals hat mir das halt nichts gesagt. Mhm. Und ja, wenn du dann die Bücher liest, dann weißt du auch, was der Epstein-Barr-Virus bedeutet. Und dann habe ich so langsam angefangen zu verstehen, was eigentlich in meinem Körper passiert. Dass ich halt den Epstein-Barr habe, dass ich den Herpes-Virus habe, dass ich auch wahrscheinlich ganz oft Streptokokken hatte. Nur bei den Kindern wird es ja immer schön kontrolliert, bei den Erwachsenen nicht. Und so ist dann langsam mein Bild immer vollständiger geworden. Ja. Genau, dann ging es mir auch schon, dann habe ich mit Sellerie gestartet und dann ging es auch schon echt besser. Ich hatte dann aber noch im Frühjahr 2019 echt noch ein stressiges Projekt in der Arbeit. Er hatte dann noch nebenzu die Diagnose weißer Hautkrebs. Das kam dann auch noch dazu, wo man jetzt ein paar Wochen nicht wusste, ist es gut oder bösartig, also was jetzt auch seelisch sehr stressig war. Und ich konnte damals auch noch nicht komplett die Ernährung so durchhalten. Also ich habe mit dem Sellerie gestartet, habe aber noch nicht alle No-Foods weggelassen, konnte mich ganz lang von der Milch nicht lösen und habe auch dann ab und zu mal noch was mit Gluten gegessen und hatte natürlich immer prompt sofort wieder Symptome. Und dann sind mir im Sommer 2019 die Haare ausgegangen. Also ich habe dann noch diesen kreisrunden Haarausfall bekommen. Und da hätte ich natürlich am Anfang heulen können ohne Ende. Also als Frau ist es echt ätzend. Und es ging zuerst, ich hatte zuerst 3 Stellen am Hinterkopf. Dann dachte ich mir nur so, naja, das wird schon wieder. Ja, Pustekuchen. Das ist dann richtig groß geworden. Also ich hatte dann, zum Glück habe ich sehr viele Haare unten drunter, wirklich nur noch kahle Stellen. Also ich habe hier auch noch eine, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist noch so die letzte, die so ganz kahl ist. Aber hier, guck mal hier, das sind schon meine neuen Haare. Wow. Ja, also das hat sich gut entwickelt. Ja, und das war aber auch ein bisschen mein Rettungszeichen, denn durch diesen Haarausfall ist mir klar geworden, okay, irgendwas geht in deinem Körper jetzt total schräg. Ich bin natürlich auch zum Hautarzt und in die Hautklinik und alle so, kriegst halt ein Cortison, aber keiner weiß ja, was die Ursachen sind von diesem kreisrunden Haarausfall und alle wollen dir dann eine Autoimmunerkrankung aufs Auge drücken und Stress, bla bla bla. Und ich habe mir aber gedacht, nee, ey, also wenn der Körper dir so ein heftiges Zeichen schickt und eigentlich dir sagt, ey, es passt irgendwas nicht, dann musst du irgendwas machen. Und dann war der Zeitpunkt, da habe ich gesagt, okay, jetzt halte ich es wirklich total ein. Habe mir auch Hilfe gesucht, auch bei einem Berater und bin dann wirklich alles durchgegangen, habe mir das auflisten lassen, habe mir das alles nochmal durchgelesen. Ja. Und ja, habe dann auch zusammen mit meinem Mann beschlossen, dass ich ein Jahr eine Auszeit nehmen werde für mich, nochmal in Elternzeit gehen werde, um einfach gesund zu werden und Zeit zu haben, mich zu erholen. Weil ich habe gemerkt, wenn ich jetzt so weitermache, das läuft auf was ganz Schlechtes hinaus. Ja. Und das will ja, glaube ich, keiner. Also das will ich auch nicht. Und das war dann top. Also dann war ich dem Haarausfall eigentlich direkt dankbar, weil ich finde immer, wenn du was Visuelles hast, dann verstehen auch alle drumherum, um dich rum, dein Umfeld auch, dass es dir nicht mehr gut geht. Erzählst du nur jedem, ja, du bist so müde, du bist so erschöpft, dann denken auch viele, naja, komm, jetzt reiß dich zusammen, das kann nicht so schlimm sein und was hast du denn und so. Und ja, und dann bin ich echt richtig durchgestartet mit Medical Medium und habe das wirklich total konkret eingehalten, habe mich von allen No-Foods gelöst. Hab das dann auch Möchtest du das schnell erörtern, was das bedeutet, die No-Foods wegzulassen? Ach so, ja klar, natürlich. Und zwar, das sind alle Sachen wie Ei, Gluten, was haben wir noch? Soja, Mais, Fleisch, also Schweinefleisch speziell, wobei ich auch jetzt selber gar kein Fleisch mehr esse, weil ich es einfach im Moment nicht möchte und einfach den Heilungsweg beschleunigen möchte, weil das Fleisch hat einfach sehr viel Fett. Fett wiederum hindert die Leber an ihrer Arbeit. Und das Ganze ist ja, also die Grundidee von Anthony William ist ja, dass es eigentlich vieles von der Leber her rührt, dass du Virenbelastungen hast, Schadstoffe, Bakterien, was auch immer. Und dass deine Leber eigentlich irgendwann lahmlegt und das arbeitet sich dann hoch in deinem Körper, also von der Leber zur Galle, dann stimmen die Magensäfte nicht,
dann geht sie weiter hoch in die Schilddrüse, dann geht es an die Nervenenden, dann wandert es hoch die Toxine in den Kopf und du bekommst dadurch den Schwindel. Also das arbeitet sich schön hoch und deswegen musst du eigentlich diese Viren aushungern in deinem Körper. Und es gibt halt Lebensmittel, die die Viren füttern. Und es gibt Lebensmittel, die sozusagen denen die Kraft entziehen. Und das sind halt alle Gemüse, Obst, Pflanzen. Und das hört sich jetzt auch vielleicht genau leicht an. Also ich habe, ich habe ja auch die anderen Interviews gesehen und es gibt manche, für die war das ganz leicht. Also die konnten so von einem Tag auf den nächsten umstellen. Bei mir war das nicht so. Also ich gestehe das auch ganz offen ein, weil andere sollen auch wissen, dass es noch Leute gibt, die das nicht sofort können. Also ich habe mich da peu à peu vorgearbeitet. Ich habe mich auch mit dem Selleriesaft, wo ich den das erste Mal getrunken habe, habe ich gedacht, ist das eklig, ey. Ich kann das überhaupt nicht trinken. Der ist ja, also besonders jetzt in den Sommermonaten ist der super bitter und eklig. Im Winter, finde ich, geht es besser. Also da ist der wirklich, wenn es so bitter ist und so dunkelgrün, dann weißt du schon so, ui. Und ich habe dann auch am Anfang, ja genau, auch schön alles falsch gemacht. Wir haben dann schön immer Zitrone oder Orange reingemischt, damit es halt besser schmeckt. Und haben halt auch so viel ungefähr getrunken. Ja, das habe ich dann natürlich auch alles so erklärt bekommen, dass man das bitte nicht machen soll. Also bitte nüchtern, auf den nüchternen Magen und pur. Und ich habe mich dann langsam hochgearbeitet und es ist echt so, es wird besser. Also für alle, die das am Anfang nicht mögen, es wird besser mit der Zeit, wird es wirklich besser. Und mittlerweile ist es auch wirklich so, die ganze Familie trinkt das, auch die Kinder, und die haben echt rumgejammert am Anfang. Da habe ich so mit der Spritze in den Mund und wirklich alle möglichen Tricks angewandt. Ja, weil du aber auch gemerkt hast, dass deine Kinder auch eine Belastung haben. Genau. Genau, also das ist so das zweite Thema, neben sozusagen meiner Geschichte, die Geschichte meiner Kinder. Und zwar ist es so, bei beiden wiederholt sich genau derselbe Krankheitsverlauf. Also ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, meine Tochter ist mit 3 Monaten das erste Mal krank geworden, an Bronchitis erkrankt. Und das war halt nicht so wie bei anderen Kindern so ein bisschen laufende Nase oder so, sondern wirklich extreme Verläufe. Das Kind konnte überhaupt nicht mehr atmen, nichts mehr essen, hat dann teilweise eine Woche nichts gegessen, hat ganz oft Antibiotika nehmen müssen. Und was dann bei ihr auch ganz komisch war, also sie hatte dann bis vor einem Jahr ungefähr oder 1,5 immer Streptokokkeninfektionen. Also in einem Jahr haben wir, glaube ich, mal 12 Stück geschafft und über 2 Jahre 20 Infektionen, die immer, wirklich immer mit Antibiotika behandelt werden mussten. Und jetzt kann man sich vorstellen, so ein kleines Kind, wie oft die das genommen hat, ist auch an den Polypen operiert worden und an den Mandeln, weil sie nie atmen konnte. Und ich habe 1000 Ärzte gesehen, also wirklich HNO-Ärzte, München, Augsburg, der ganze Kreis abgegrast. Keiner konnte irgendwas finden. Die Operationen haben auch nicht den erwünschten Effekt gehabt. Sie ist auch ganz starke Hausstauballergikerin. Und das hat mich echt fertig gemacht. Also natürlich auch der Schlafentzug über diese Jahre mit dem kranken Kind. Und dann kam mein Sohn auf die Welt und peng, genau derselbe Verlauf. Von Anfang an immer ganz schwere Bronchitis, ganz oft Streptokokken. Und dann habe ich mir echt gedacht, das kann alles nicht sein. Dann bin ich auch zu einem anderen Kinderarzt, den ich auch privat bezahle, der aber Homöopath ist. Dann haben wir das alles umgestellt und haben sie pflanzlich auch unterstützt. Und bei den Kindern habe ich, also die ernähren sich nicht so streng wie ich, aber was ich zum Beispiel schon bei denen mache, also in der Früh Selleriesaft, dann gibt es erstmal eine halbe Stunde später eine Banane, dann gibt es erstmal ein bisschen Obst und dann kriegen sie erst irgendwann ihr Brot. Und ich gebe ihnen auch untertags ganz viel Obst und Gemüse. Also ich habe diese Menge extrem erhöht, versuche so oft wie möglich glutenfrei zu machen. Also wirklich so sozusagen meins abgeschwächt in sie einzuführen. Und seit einem Jahr haben sie gar nichts mehr. Und das ist für mich als Mutter natürlich ein krasses Zeichen. Also ich glaube, wenn man weiß, wie Kinder, also als Mutter leidet man ja total mit. Und wenn
also wenn das so hoffnungslos ist und man nicht versteht, was mit dem Kind los ist, warum das immer so krank wird und das dann auf einmal mit so natürlichen Zutaten gesund wird, dann ist das echt der Hammer. Das ist der Hammer. Ja. Das sind alle, mein Mann sagt auch immer so, Wahnsinn, wie du das hingekriegt hast bei denen und auch, die nehmen halt auch so Supplemente wie Zink, B12 und das geht den Kindern mega, mega gut. Und ich finde, allein schon das ist für mich so viel Bestätigung zu sehen, wie gut das wirkt. Klar, bei denen ist natürlich die Historie viel kürzer, weil wir viel früher eingeschritten sind. Aber ich bin da so dankbar dafür, dass ich auf Anthony gestoßen bin, weil ich weiß nicht, wo es sonst geendet hätte. Weil die Ärzte meinten früher immer so, ja, das wächst sich aus und wenn die größer werden. Nein, das ist ein völliger Quatsch. Mein Sohn ist 4 und ist seit einem Jahr gesund. Also das, und sie war schon 5, 6 und das war immer noch so schlimm. Also das ist Quark mit Käse. Und deswegen, also wirklich alle, die da auch Probleme mit ihren Kids haben, wenn man das so zart ein bisschen einführt, das hilft total. Das muss nicht so streng sein wie bei uns Erwachsenen, aber wenn man das auch ihnen vorlebt und ihnen mitgibt, dann wachsen die da auch rein in das Gesunde. Genau, richtig. Und ich denke, das, was wir beide erleben durften, ist eine Erkrankung und diese Erfahrung daraus, was das wirklich macht mit einem, die Ernährungsumstellung. Und dann hatten wir den Mut, auch uns gegen diese moderne Ernährungsweise, wie wir heute Kinder ernähren, zu stellen und zu sagen, nein, ich übernehme Verantwortung als Mutter und ich ernähre meine Kinder gesund. Und ich hatte echt viele Diskussionen aus meinem Umfeld, weil ja, hier doch noch ein Schoki, hier noch das und nimm doch den Kindern nicht die Freude noch weg. Nein, ich habe meinen Kindern die Freude geschenkt. Meine Tochter, die hat keine Migräne mehr und die hatte das wöchentlich. Sie war so fertig, immer wieder. Oder beide hatten Neurodermitis. Es ist weg. Mein Sohn hatte über Jahre Bauchschmerzen. Ich bin von einem Arzt zum anderen gegangen. Das ist weg. Und das stärkt so diese Erfahrung zu sagen, nein, und ich entscheide mich, dass meine Kinder anders eingeführt werden in dieser Beziehung zum Essen. Und es ist genau wie du sagst, das, was man vorlebt, das wird auch funktionieren. Ja, der Anfang war hart. Ja. Und sie sind jetzt noch keine Fans vom Selleriesaft und sie kriegen auch nicht so viel. Genau, vielleicht so knapp 2 Deziliter und dann mit Apfel, mit Bio-Apfel gepanscht. Aber schon nur das, dass sie das trinken, es hat wirklich innerhalb von wenigen Monaten was geändert. Und ich möchte da wirklich jede Mutter dazu ermutigen. Ja. Achso, mein Mann hat sein Handy hier vergessen. Hi, grüß dich. Hey, jetzt kommst du dann auch ins Fernsehen. Ja. Was denn? Jetzt kommst du auch ins Fernsehen. Ja, Weltklasse. Ja. Darf ich jemanden grüßen? Ja, bitte komm und grüß jemand. Und sag uns... Und sag... Ist er schon wieder weg? Schade. Ich hätte ihn jetzt gerne gefragt, was für ihn der größte Unterschied ist. Ja, also wir hätten ihn eigentlich auch echt fragen können, wie es, weil mein Mann macht ja auch mittlerweile mit. Ja. Ich weiß das ja von deinem auch. Und am Anfang war das für ihn auch so, also er hat mitgemacht, um mich zu unterstützen, was auch total süß war. Also er hat gesagt, so komm, ich mache da auch ein bisschen mit, damit du da auch nicht alleine bist. Und mittlerweile begleitet er mich echt so den ganzen Morgen. Also wir machen immer abwechselnd für uns gegenseitig die Zitronenwasser, dann den Selleriesaft, dann den Smoothie. Und klar, er ist jetzt nicht so konform wie ich und isst auch noch sein Fleisch, aber er geht echt vieles mit. Und das finde ich super, weil das ist so, ich finde, jedes kleine Tröpfchen, was man irgendwie rein, hilft ihm halt auch. Und ja, ich finde, das ist so, weißt du, so langsam merkt man so, man beeinflusst sein Umfeld und versucht halt echt so ein bisschen Heilung reinzubringen, weil es sind so viele Leute, mit denen du dich unterhältst, dann so, oh, ich habe immer Probleme mit dem Essen oder mit dem Darm. Also wenn du eigentlich mal so genauer hinhörst, hat heutzutage fast jeder irgendwas. Ja. Und ich hatte das zum Beispiel auch, meine Tochter hatte immer Bauchweh wie deine Kinder und natürlich
was sollst du da finden? Also der Arzt hat immer gesagt, ja, ich kann da nichts machen. Und Unsere hat immer gesagt, ja, das Kind ist gestresst. Das hat Stress. Ja, genau. Ja, es ist so, wie du sagst, es ist, wenn man sich umhört, so viele haben Schwierigkeiten, haben Beschwerden und wir müssen einfach unsere moderne Art der Ernährung auch einfach anschauen, jetzt abgesehen davon, dass wir sehr virenbelastet sind und schwermetallbelastet und der Stress natürlich auch ein Thema ist aber Ernährung einfach ein Riesending und auch zu zeigen, dass man als junge Familie, gerade mit Kleinkindern, diese Umstellung schafft. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Tipps mitteilen. Du hast gesagt, es hat dir wirklich, also es ist dir nicht super leicht gefallen und du hast gesagt, du hast es peu à peu umgesetzt. Vielleicht hast du da wirklich noch so ein paar coole Inspirationen für uns. Ja, also genau, also für alle, die nicht so konsequent und streng sind. Genau, ich glaube, was mir geholfen hat, also wirklich mir auch einmal die Zeit zu lassen. Also ich wusste auch, okay, ich kann das nicht von 0 auf 100. Und ich musste auch selber zum Beispiel mit mir Selbsttests durchführen und ich hatte dann ganz wunderschön gemacht. Und zwar waren wir letztes Jahr im Frühling auch in Italien und da dachte ich so, das ist mir jetzt egal, ich esse jetzt Pizzen hier, das ist mir wurscht, ich bin einmal in Italien, ich mache das. Habe ich auch gemacht, 3 Stück über das verlängerte Wochenende und ich hatte so einen krassen Rückfall mit wirklich wieder totalem Schwindel und wieder so ein Hatten wir auch Kontakt, ja, zu der Zeit, ja. Wo ich dachte so, okay, also du siehst es jetzt selbst, wie es ist und ich glaube, sowas tut einem auch immer ganz gut zu sehen, wie schnell es halt wieder in die andere Richtung geht. Ich habe mir dann am Anfang auch, weil der Käse ist mir echt, also zum Beispiel Fleisch ist mir nicht schwer gefallen, aber Käse. Das war schon echt hart für mich. Und dann habe ich mir halt am Anfang mit veganem Käse so ein bisschen, da musst du aber auch rumprobieren. Weißt du, ich finde, es gibt viele Marken, da ist einmal da doch irgendwas drin, was eigentlich nicht konform ist oder dann doch nicht so toll ist. Und manches schmeckt auch leider nicht gut. Also da muss man so ein bisschen rumprobieren, was einem schmeckt. Und damit konnte ich mich so langsam ein bisschen loslösen. Ich weiß auch noch, ich habe dich auch einmal gefragt, so, wie lange hast du vor, das zu machen? Weil ich bin am Anfang auch immer davon ausgegangen, ich mache das jetzt einfach mal eine Zeit lang und dann gehe ich wieder zurück, dann ernähre ich mich wieder wie früher. Und je länger du es aber machst und je mehr du auch verstehst, irgendwann wächst es halt so hier oben und du merkst, okay, also eigentlich ist es viel schöner, irgendwas zu essen, wo du weißt, das macht dich jetzt gesund, das gibt dir Kraft für den Tag, wie irgendwas zu essen, wo du weißt, okay, danach wirst du wieder ein Problem bekommen. Und sobald man halt so auch die ersten Erfolge hat, finde ich, ist man auch sehr stark motiviert, weiterzumachen. Und dann wächst es halt so. Also man soll sich wirklich auch Zeit lassen. Also für die das nicht sofort können, Zeit lassen. Also zum Beispiel, manche machen ja auch fettfrei, mache ich nicht. Schaffe ich auch einfach noch nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann mal so eine 28-Tage-Kur machen, aber dann ist der Zeitpunkt da, das werde ich dann auch spüren. Und ich merke halt auch seit der Umstellung ist auch meine innere Stimme, der vertraue ich mehr. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das schon am Anfang, wo ich dann so extrem umgestellt habe und auch keine Ausnahmen mehr gemacht habe, war für alle so, jetzt komm, mach doch einmal die Woche Fleisch mit den Vitaminen und so, das braucht der Körper. Und vor allem Vitamine, gell? Ja, schwierig. Oder was? Du trinkst keine Milch oder gar keinen mehr. So, boah, was ist? Genau, das kam ganz oft. Was isst du denn dann noch? Und das ist halt auch so ein Punkt. Man lernt erst neue Lebensmittel kennen. Also ich zum Beispiel, natürlich kannte ich Kichererbsen, habe ich früher nie benutzt. Süßkartoffeln nie benutzt, etc. Also es gibt ganz viele Lebensmittel, die ich halt in meinem täglichen Kochen nicht drin hatte, die ich halt jetzt kennengelernt habe und mittlerweile benutze. Und dann auch die Stärke zu haben, sich auch anderen gegenüber, jetzt sage ich mal, nicht rechtfertigen zu müssen oder einfach dazu zu stehen und sagen, nee, du, das tut mir gut, ich bleibe dabei oder
halt auch irgendwo eingeladen zu werden, sein eigenes Essen mit dabei zu haben oder viele Sachen nicht zu essen. Das ist am Anfang auch schwierig. Also da ist man schon so ein bisschen der Außenseiter. Und ja, aber da kann ich jeden nur bekräftigen, dass das wird besser und das Umfeld lernt auch. Und die Leute, die einen wirklich mögen, die nehmen ja auch Rücksicht drauf. Und jetzt ist es zum Beispiel so, wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffe, dann stellen sie halt Obst für mich hin. Ich backe vielleicht die Blaubeermuffins dazu, die dann keinem schmecken. Die schmecken keinem, oder was? Kennst du die Blaubeermuffins? Ja, ja. Ich finde die total lecker. Ich auch. Die fallen regelmäßig durch. Echt? Ja, ist halt kein Schokomuffin. Ja, ja. Vielleicht muss man ein bisschen mehr Kokosblütenzucker reinschmieren. Ja, irgendwie. Für die Zuckerverwöhnten so. Von oben. Genau, aber das ist, wie gesagt, ich kann damit mittlerweile echt viel besser umgehen und auch meine Eltern machen immer irgendwas für mich. Ich habe immer irgendwelche Sachen dabei und auch natürlich Thema Kochen. Also wenn man jetzt natürlich nicht nur sich verköstigt, sondern auch eine Familie, ist halt das Geheimnis vorkochen, größere Portionen kochen. Dann mischt man halt wieder was. Also ich mache das auch meistens so, ich koche mir Kartoffeln zum Beispiel vor für 2, 3 Tage. Dann kann ich halt ganz schnell mein Gemüse dazu machen oder habe dann noch irgendein Pesto dazu. Und die Kinder essen zum Beispiel die Kartoffeln. Ich mache ihnen dann, keine Ahnung, irgendwas anderes dazu, Fischstäbchen oder whatever. Also das kann man dann ganz gut kombinieren und manchmal esse ich halt auch was anderes wie die anderen. Also das geht echt ganz gut. Es ist aber halt auch wirklich ein Lernprozess und ja, und deswegen, da kann man einfach gut reinwachsen. Wir haben auch die ganzen Rezepte auf Instagram. Also ich finde, alles, was du immer kochst, muss ich echt immer sagen, boah, mega lecker. Kommt dann auch echt ganz oft nach. Und über sowas kann man sich zum Beispiel auch wirklich gut weiterhelfen. Und man muss keine Angst haben. Es ist nicht so, dass man nur verliert und einem nur was weggenommen wird, sondern es kommt so viel dazu. Und das ist vielleicht auch so ganz interessant, wo stehe ich jetzt auf meiner Reise? Also es ist, ich würde sagen, 90% sind weg und jetzt mache ich es ja ganz strikt, naja, ein Dreivierteljahr. Also ich habe überhaupt keine Blähungen mehr. Ich habe auch keinen aufgeblähten Bauch mehr. Ich habe keinen Schmerz mehr in der Schulter. Ich habe dieses Kaltgefühl nicht mehr in den Beinen. Also das hat sich alles erledigt. Das Einzige, woran ich wirklich noch sozusagen ein bisschen knapper, ist die Erschöpfung. Das kommt schon noch, also das merke ich schon noch, dass ich teilweise halt nochmal ein Nickerchen untertags brauche. Aber da weiß ich jetzt auch für mich, okay, ich werde noch mal ein bisschen anschieben. Also bei mir steht jetzt zum Beispiel die Fasten, also dieses Leberfasten will ich noch mal unbedingt machen, um das noch mal anzuschieben. Das sind so Sachen, das steht mir noch bevor. Aber allein schon dahin gekommen zu sein, allein schon zu wissen, ich kann jetzt essen, was ich will von meinen Lebensmitteln. Ich habe einfach keine Verdauungsstörungen mehr. Das ist so geil und es ist so viel Freiheit wieder in meinem Leben und so viel, das fühlt sich so normal an. Meine Haare sind nachgewachsen. Also das allein schon, dass das irgendwann aufgehört hat. Also ich hatte echt Angst, ich hocke irgendwann mit einer Glatze da und das ist schon richtig Hammer. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass ich auch regelmäßig essen muss, also wirklich alle 1,5 Stunden, weil meine Nebennieren auch halt angegriffen sind. Und das ist zum Beispiel auch so, die Seele spielt ja da auch ein bisschen mit rein. Ich habe irgendwann auch gemerkt, jetzt nicht nur dieses Körperliche, dass ich extrem, ja nicht aggressiv ist das falsche Wort, reizbar. Also ich bin echt total ausgeflippt mit den Kindern, habe geheult, war auch gar nicht, also ich bin eigentlich echt ein sehr fröhlicher Typ. Alle sagen immer so, oh Heidi, was nimmst du? Oder bist du als Kind in den Zaubertrank gefallen? Ich bin wirklich, mir strahlt die Sonne aus dem Hintern. Und da war das aber nicht mehr so. Das war wirklich, ich saß ganz oft da, habe geweint, habe gesagt, ey, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich hatte wirklich so ein Tunnelding, wo ich dachte so, ich komme hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht, was das ist. Und das ist auch komplett weg. Klar, manchmal merkst du so, wenn ich dann doch nicht schnell genug irgendwas gegessen habe, merke ich so, das sinkt jetzt wieder mein Blutzuckerspiegel, so jetzt aber schnell. Aber ich habe halt ein Gefühl für meinen Körper wieder bekommen und das
das möchte ich nie wieder eintauschen. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, mit auch dem ganzen Wissen über die Lebensmittel wieder zurückzugehen und irgendwann wieder sozusagen die Pasta-Fraktion zu werden oder auch diese ganzen Kuchen und so. Klar schmeckt das alles lecker, aber wenn du eigentlich weißt, was es in deinem Körper auslöst, kann ich mir nicht mehr vorstellen, mich so wieder zu ernähren. Und sind denn so deine Gelüste, haben sich die auch geändert? Weil das finde ich so schön, dieser Prozess. Ja. Ich weiß, ich glaube, ich habe das nach 9 Monaten mal gepostet, wo mir bewusst wurde, dass ich keinen Heißhunger mehr auf Chips oder Schokolade habe. Ich habe enorm viel Chips gegessen vor meiner Ernährungsumstellung und auch geschmolzenen Käse überall drauf, also typische Schweizer Mädchen. Und das war plötzlich weg. Und das ist so eine Befreiung, wenn die Körperintelligenz wieder aktiviert ist und das nichts mehr, also dieses emotionale Essen oder sich trösten und so weiter, und man diese Verknüpfung hatte, die alte, dass die plötzlich weg sind. Und weil viele stellen sich vor, das ist dann so anstrengend, man muss dann die ganze Zeit verzichten und so weiter. Aber das stellt sich nach ein paar Monaten ein. Wie war das für dich? Nach welcher Zeitspanne war das bei dir etwa? Du, das war sogar bei mir ziemlich früh, weil ich habe, zweigeteilt. Ich habe zum Beispiel damals im Januar 2019 schon und kannst andere Aromen auch schätzen. Und irgendwann ist es wirklich weg. Also ich glaube, der Körper findet dann so ein bisschen zu seiner Ursprungskonstitution zurück. Und wie du auch sagst, man lernt ja auch als Kind, und habe ich selber so mit meinen Kindern gemacht, oh, du hast dir Aua gemacht, komm, du kriegst was Süßes von mir. Also das war immer so, naja, tue ich dir halt, weißt du, so tröste und das ist eigentlich... die Verknüpfung, die da stattfindet, die ist auch sehr interessant, was du sagst mit den Geschmacksknospen. Das ist auch aus der Muttersicht, ist es für mich so schön, dass ich meinen Kindern jetzt so ein Bouquet anbiete von verschiedenen Geschmacksknospen. Und meine Hoffnung ist natürlich auch, weil sie das jetzt schon lernen, dass sie das dann später ins Erwachsene viel natürlicher integrieren können, als wenn man eben nur mit Tomatensauce und Pasta aufgewachsen ist. Also da bin ich überzeugt davon, nur man braucht halt ein bisschen Geduld. Also das war am Anfang bei meinen Kindern auch so, wollen wir nicht und so, aber ich bin da einfach dran geblieben. Also wenn du es immer wieder anbietest und noch sagst, ey, das wird jetzt gegessen, irgendwann, und ich habe sie zum Beispiel, heute habe ich meine Tochter zu einem Spieldate gefahren, hatte ihnen so eine fette Schüssel mit Erdbeeren und Himbeeren, zack, hintergestellt, das war nach 10 Minuten weg. Also das geht, also man braucht nicht immer als Snack irgendwas Süßes oder so, sondern auch wirklich die Aromen der Früchte kennenzulernen und das irgendwann fruchtet es. Also da darf sich niemand entmutigen lassen, das kommt irgendwann. Ja. Und dann glaube ich, wie du, wenn sie es jetzt von uns kennenlernen, dann werden sie es auch im Erwachsenenalter nicht vergessen. Ja. Also du legst halt da so einen Grundstein und das sollte halt eigentlich jeder, also ich finde auch immer diese Diskussionen über den Fruchtzucker, das habe ich schon vor Anthony mir immer gedacht, das ist doch total beknackt. Also das ist, was die Natur uns bringt, wie wir uns als Neandertaler ernährt haben, wo du nur Wurzeln, die Früchte, das kann nichts Schlechtes sein. Und keiner ist dick, weil er zu viel Obst gegessen hat. Das ist einfach so. Es ist die Kombination, gell? Ja. Ja. Genau. Also deswegen, also keine Angst vor der Banane, wenn ich noch mal nicht mehr wie eine Banane, das ist so viel. Nein, ich esse bestimmt 3, 4 Bananen am Tag. Und ich habe, ich meine, das ist für mich am unwichtigsten, ich habe bestimmt 5, 6 Kilo seit Anthony abgenommen. Das ist einfach passiert. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet und ich esse wirklich gut. Ich hungere nie. Ich esse auch wirklich viel. Aber das ist halt, wenn der Körper endlich gesundet, dann kann er das halt auch alles loslassen. Ja. Genau. Ja, und du strahlst das wirklich auch nach außen hin. Und beim letzten Gespräch hast du gemeint, dass Arbeitskollegen dir gesagt haben, warum siehst du immer jünger aus? Du müsstest doch altern. Ja, tatsächlich ist es auch so. Ich finde, die Haut wird besser. Also man hat ja auch irgendwann wieder mehr Energie und das kann man wirklich an sich selbst sehen.
Und ist natürlich auch toll, wenn man es von anderen hört, aber man kann das ja auch ganz gut vergleichen. Also guck dir mal jemand an, der sehr viel raucht, wie der über die Jahre irgendwann aussieht. Und ich glaube, wenn man sich halt da viel Gutes tut, und das ist halt, glaube ich, die große Botschaft von uns beiden, ist, dass man wirklich durch Ernährung heilen kann. Weil das ist auch der Part, wo unsere Schulmedizin halt leider versagt. Ich glaube, Schulmedizin ist super, wenn es um so Themen gibt wie, keine Ahnung, du hast dir den Arm gebrochen oder irgendwas. Ja, wunderbar. Aber diese Themen, wo du so viele verschiedene Symptome hast, kein Mensch kann dir helfen, du irrst davon und du hast ja selber so eine lange Historie hinter dir und man ist irgendwann total alleine und verlassen und das kann man wirklich bekämpfen und sich wirklich selber da was Gutes tun und wenn man halt merkt, es geht in diese Richtung, dann wirklich Hilfe sich holen bei jemandem, sich beraten lassen. Man kann das auch alles selber durchkauen, wenn man die Zeit hat, also das geht genauso. Mir hat es aber echt geholfen damals, also um einfach so den Schubser in die richtige Richtung zu bekommen. Und ja, da ist so viel Gutes drin, also nicht die Hoffnung aufgeben. So schön, es ist so schön, dir zuzuhören und ich finde das so toll, du bist so eine ehrliche Person und du hast auch wirklich jetzt auch die Tiefen erzählt, ja, dass es auch nicht so einfach war und dennoch hast du dich überwunden und wo hast du vielleicht ja, deine Stärke hergeholt oder wo hast du dich und dann was hast du dich fokussiert? Weißt du, weil wenn die Ärzte alle sagen, nee, du musst jetzt echt einfach lernen, damit zu leben und du dann für dich aber ein Ja findest für einen Weg, der nicht ärztlich begleitet ist, vielleicht kannst du uns da noch kurz mit reinnehmen. Ja, also ich glaube, da muss man auch wirklich ein bisschen Mut aufbringen, sozusagen aus dem System auszusteigen. Ich glaube, dass eigentlich alle so eine innere Stimme haben, die es ihnen sagt. Manchmal ignoriert man diese Stimme. Ich glaube, bei mir war es einfach auch natürlich der Fakt, dass ich Familie habe. Ich wollte für meine Kinder da sein können, mit denen ein normales Leben führen. Und das habe ich einfach gespürt, dass mir das Leben da echt entgleitet. Und ja, auch irgendwie, was, das sind manchmal auch Menschen, die du triffst, die dich dann irgendwie aufbauen und zum Beispiel mir hilft es total, wir haben ja auch schon ganz oft uns ausgetauscht und die Community, also wenn du da ermutigt wirst, aber natürlich war so für mich persönlich jetzt der Hauptfaktor war wirklich gesund zu sein, mit meiner Familie alt zu werden. Das war für mich so die große Kraft zu sagen, okay, das will ich eigentlich alles nicht. Und ja, ich glaube, wenn man so die ersten Babyschritte auch gemacht hat und merkt, es funktioniert, dann wird es auch immer stärker. Also das reift in einem und irgendwann merkt man so, okay, man kann das auch durchziehen. Und es ist ja keine Modediät, weißt du, so, naja, ich möchte ein bisschen abnehmen oder irgendwas, sondern es geht ja wirklich darum, gesund zu sein. Und da diese ganzen unschönen Symptome einfach wegzulassen und auch wieder zu einer Normalität zurückzukehren, die für andere vielleicht selbstverständlich sind, aber für chronisch Kranke halt einfach nicht so sind und wo jeder Tag wo du dich nur durch den Tag hangelst und nur irgendwie versuchst zu überleben oder dich durchzukämpfen und den Tag denkst du, boah, es war wieder der volle Wahnsinn und so will, glaube ich, keiner leben. Nein, das möchte wirklich keiner. Nee. Ja, hey, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist einfach so ermutigend und auch als Blick noch von deiner Mutterschaft und mit deinen 2 Kindern, dass ihr einfach ja, diesen Weg gegangen seid und auch ein großes Dankeschön an deinen Mann, der sich auch eingeklinkt hat. Ich denke, das ist auch immer so ein Thema für sich, Partner von Erkrankten, wie weit geht man damit, wie unterstützend ist man und ja, ich feiere das einfach immer, wenn ich höre, dass Partner einfach all in gehen und sagen, ja, wir haben da keine Beweise, kein Arzt hat dir das gegeben, du machst es und ich unterstütze dich und genau, weil dieser Kanal ist auch wirklich für Menschen, die nicht selber erkrankt sind, sondern die erkrankte Menschen begleiten und für die einfach als Ermutigung, hey, stärkt den Rücken.
Ja, total. Nee, ich bin auch, also ich finde das Format auch super geil, weil ich finde, jede Geschichte, also ich habe jetzt auch so viele Geschichten gehört von denen, die du interviewt hast, und jede hat so ihren eigenen Schrecken und ihr eigenes Schicksal, aber auch so die eigene, wenn du siehst, wie die Leute daraus wachsen und wie es dann gedreht wird. Und ich glaube, jeder, der mal selber gelitten hat, dann wird es noch mal verständlicher und man kann das nachvollziehen von jemand anderem. Aber für die anderen ist es auch einfach so eine Ermutigung, so man ist nicht allein, man bildet sich das auch alles nicht ein, und man hat halt da auch echt eine Stütze, und das finde ich super geil. Also ich finde das Format der Hammer, und man sieht ja auch, wie gern die Leute das annehmen und sich darüber freuen, einfach auch von anderen zu hören, wie sie damit umgegangen sind, und das eröffnet vielleicht auch den einen oder anderen neuen Weg, und ja, zusammen sind wir halt einfach stärker. Zusammen sind wir stärker. Das ist ein guter Schlusssatz. Ja, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und die Geschichte von Heidi gelauscht habt. Und wenn ihr Bock auf mehr solche Geschichten habt, dann abonniert jetzt den Kanal, schenkt uns ein Like und kommentiert, wenn ihr Fragen habt oder Inspirationen. Wir werden euch antworten und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der zu dieser Community hinzustößt. Bis dann. Ciao.